Moin, hier ist Lockpicking Nord und ich möchte euch heute Folgendes zeigen. Wir haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu picken, das Schloss hier mal bei Amazon gesehen. Das kostet noch nicht mal besonders viel, teilweise jedenfalls, so um die 15 Euro glaube ich. Sieht aus wie ein extrem hochwertiges Schloss. Man kann auch, glaube ich, 40, 50 Euro dafür bezahlen. Liegt meiner Vermutung nach daran, dass die Dinger bei uns gar nicht verkauft werden normalerweise, regulär, sondern eher aus dem Ausland importiert werden. Woher, weiß ich nicht genau. Habe das Ding ausgepackt und war gleich schon mal enttäuscht. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen so billig aussehenden Abus-Schlüssel gesehen. Das Abus ist gar nicht richtig rausgearbeitet. Der ganze Schlüssel ist irgendwie aus einer Stärke gefertigt. Er hat hier keinen richtigen Überstand, wie man das so kennt. Er liegt überhaupt nicht besonders gut in der Hand. Macht wirklich den Eindruck von einem sehr billigen Schloss bzw. einem sehr billigen Schlüssel. Ja, dann geht's weiter. Steckt man den Schlüssel rein, klickt irgendwie auch nach Billigschloss, muss ich sagen. Funktioniert zwar soweit ganz gut, auf beide Seiten, kann man echt nichts sagen. Na, klingt aber allein schon, naja, keine Ahnung, nicht besonders hochwertig. So, dann kommt als nächstes Schließnase, dreht soweit frei, ist ja auch nicht das Problem. Kennt man vielleicht von dem einen oder anderen Profilzylinder. Ich kenne das so, man steckt den Schlüssel rein, dreht, der Kern dreht sich und nimmt irgendwann die Schließnase mit. In dem Fall aber geht der Schlüssel gar nicht ganz rein, hier ist Federspannung. Ne? Ich kann den Schlüssel reindrücken und kann jetzt auch drehen, dann dreht sich die Schließnase sogar gleich mit. Ne? Und bleibt auch an dem Punkt wieder stehen, wo sie vorher stand. Das heißt, wenn ich jetzt beim Schlosseinbau Mist baue, steht die Schließnase möglicherweise hier oben, gegen den Riegel oder irgendwie sowas. Dann muss ich jedes Mal, wenn ich mein Schloss drehen möchte, den Schlüssel so weit reindrücken. Läuft hammer scheiße und womöglich kriege ich ihn auf der anderen Seite noch nicht mal wieder ordentlich abgezogen. Das finde ich echt irgendwie kacke. Dann, ja, irgendwo ist auch ein Punkt, da rastet er wieder ein vernünftig, wenn man ihn dann hingedreht hat und dann funktioniert auch wieder alles. So, habe natürlich gleich versucht, das Ding zu picken. Hatte gar nicht gesehen, hier ist markiert. Das heißt wohl Exterior, wird die Außenseite sein. Ich hatte intuitiv erstmal mit der Innenseite angefangen, scheinen nur Standardpins drin zu sein. Hatte ich auch einigermaßen schnell offen. Habe danach aber gleich die Außenseite versucht. Und muss sagen, also alter Schwede, das Ding geht richtig, richtig schwer auf. Man hat ein bisschen ein komisches Gefühl. Mein Julian hat das auch versucht, muss ich sagen. Wir hatten irgendwann ein Fall Set, das wurde auch immer tiefer, fast schon wie das 30 Grad Abus. Würde nur interessieren, irgendwann werde ich das Ding wohl mal aufhaben, dann werde ich es auch auseinandernehmen. Ob das an irgendeinem raffinierten Mechanismus liegt oder einfach daran, dass das hammerbillig gearbeitet ist. Ja, jedenfalls wollte ich gerne, dass ihr wisst, was ihr bekommt, falls ihr das hier bestellen solltet. Wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Zum Glück war es nicht so teuer. Der Kern ist aber hammerwackelig. Der Kern ist hammerwackelig, sagt Julian. Ja, der Kern ist kann sein. Ja, wie gesagt, Julian ist auch nicht begeistert davon. Wie gesagt, das war's für heute. Kein Picken, nur kurze Schlossvorstellung. Ja, hoffe, er hat weitergeholfen, hoffe, er hat Spaß gemacht. Bis demnächst und tschüss.